Es gibt einige Formulierungen der deutschen Sprache, die man von alther, also von früher und auch heute nach wie vor sagt, damit man etwas präzise und treffender und auch in der schönen Aussprache der deutschen Sprache sagen kann, damit der andere vielleicht mit einem kleinen Hinweis versteht, dass einem etwas gefällt, dass einem etwas missfällt, nicht gefällt. Ja? Dafür haben wir von alther, von früher und auch heute Redewendungen, die wir immer wieder sagen in bestimmten Situationen. Ja? So, der Ton macht die Musik. Natürlich ist es so, wenn ich Musik habe, dass der Ton stimmen muss. Er muss sehr wohlklingend sein, er muss ansprechend sein, damit die Musik dem Hörer gefällt. Genau, und genau das ist das nämlich. Das will sagen, wenn ich das jemandem sage, dann sage ich, dein Ton gefällt mir nicht. Das heißt, entweder hat er eine, ich möchte bald vorsichtig sagen, eine derbe Aussprache benutzt, etwas gröber gesprochen, oder er hat in einem Stimmfall gesprochen oder in einem Tonfall gesprochen, der vielleicht recht grob, recht schroff klingt. Ja? Was jetzt gar nicht dafür, für diese Sache, die ihr gerade besprecht, überhaupt nicht zutreffend und überhaupt nicht stimmig ist. Ja? Der ist also hergegangen und hat dich recht schroff angesprochen und hat gesagt, oder du kannst dann daraufhin sagen, der Ton macht die Musik. Hättest du mir das nicht auch etwas netter sagen können? Ja? Das möchte man im Prinzip damit aussagen, dass der andere einen Ton angeschlagen hat, der einem auf jeden Fall missfällt und der vielleicht auch für diese Sache zu grob war. Ja? Gut. Dann immer die gleiche Leier. Die Leier, wie ihr hier wunderbar mitlesen könnt, in diesem Dokument, ist ein Instrument, was man früher hatte. Die Leier, ja, da standen die Leute mit auf der Straße, also auf dem Bürgersteig natürlich. Die hatten so eine Kiste, ist dieses Instrument, mit einer Kurbel dran. Ja? Immerzu hat er daran gekurbelt und dieses Instrument war dadurch in der Lage, einen Ton zu erzeugen, der meistens eine recht ansprechende, nette Musik auf der Straße war. Ja? Das hat man sehr gerne gemacht, weil man damit auch ein wenig Geld verdient hat. Das ist richtig, die haben ihre Kappe abgezogen, man hatte früher ja immer diese Kappen auf, hat man glaube ich heute auch nicht, und hat die auf das Instrument gelegt, um dann eventuell auch mal einen kleinen Taler, einen Cent oder auch einen Groschen zu bekommen von den Leuten, die vorbeigingen. Ja? Die Leier ist ein Instrument, die allerdings fast immerzu nur die gleichen Lieder bringen konnte. Ja? Da war ja noch kein Chip drin, keine Speichermöglichkeit oder WLAN, Internet oder selbigen Dinge, die man im Prinzip dann runterladen konnte, also Musik oder sowas war alles noch gar nicht. Deswegen hat man das mechanisch gemacht und da gab es immer nur dasselbe. Und genau das will das Sprichwort sagen. Diese Redewendung möchte sagen, immerzu dasselbe. Ich sag's mal so, du sagst mir in einer Tour dasselbe. Immerzu die gleiche Leier. Immerzu die gleichen Lieder. Ja? Wobei Lieder dann im Prinzip eine Beschreibung ist für das, was der andere mir gegenüber gesagt hat. Und der sagt mir in einer Tour dasselbe. Ja? Ihr habt das schon so viele Male gehört und der sagt euch jetzt immer zu, obwohl ihr genau wisst, was er tut oder das auch so oft schon gehört habt, dass ihr da gar keine Lust mehr drauf habt. Immer die gleiche Leier, immer die gleichen Lieder. Irgendwann langweilig. Genau. So, jemanden die Stirn bieten, das heißt so viel, kann man hier auch gut ablesen, ja? Wenn man jemanden die Stirn bietet, ja, dann hat man Mut,
etwas zu tun, was vielleicht ein bisschen riskant ist, wovon ihr aber wisst, das ist völlig in Ordnung. Ja, weil ihr wisst ganz genau, dass es funktioniert. Ihr wisst es einfach. Ja? Man kann das auch zum Beispiel mit einer Auseinandersetzung verknüpfen. Wenn ihr jetzt ganz genau wisst, aha, da ist gerade jemand auf eine Konfrontation aus, auf eine Auseinandersetzung aus, dann kann ich ihm sagen, weißt du was, lieber Gegner, komm doch. Ja, das ist dann so viel wie die Stirn bieten. Ja? Ich möchte bald erweiternd dazu sagen, das ist so direkt mein Einfall, den ich dazu habe. Na? Die Geißböcke, ja, die springen aufeinander mit der Stirn, bumm, aufeinander los, die Stirn bieten, das machen die auch. Ja, eine Auseinandersetzung mit der Stirn austragen wollen oder gar können, wenn man dann ein Geißbock ist, ja. Wir Menschen machen das ja dann doch seltener, dass wir uns mit dem Kopf zusammenstoßen, wobei ich das in einigen Sportarten auch gesehen habe, aber das ist jetzt nicht Sinn und Hintergrund zu dieser Redewendung. Ja? Jemanden die Stirn bieten, den Mut auf eine Auseinandersetzung haben, könnte man einfach übersetzen. Ja? Genau. So, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Man sagt sich, ja, das ist alles nur eine Überlieferung. Das kann ich jetzt auch wiederum sagen, dass ich das nicht selber weiß, dass dieser Herr Jesus Christ das gesagt hat. Aber man geht davon aus, dass Jesus Christ das am Freitag gesagt hat, gedacht hat, geäußert hat, weil er bereits vermutete, dass er verraten worden ist, dass er verhaftet werden soll. Und aus Angst vor den Folterungen, die ja damals doch durchaus gemacht haben, und das wusste jeder, wie es einem ergeht, wenn man verraten wird und etwas vielleicht in deren Augen nicht richtig gemacht hat, dann standen Folterungen aus. Jesus hat diesen Verdacht gehabt, dass er verraten wurde, ja, und die Folterungen später über sich ergehen lassen musste. So hat er denn für sich gesagt, in der altertümlichen Art, wie sie damals gesprochen, gedacht haben. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Mit anderen Worten, ich weiß, dass ich gefoltert werde dafür, aber ich werde es ertragen. Genau, ja, das ist im Prinzip der Hintergrund dazu. Karfreitag ist bei uns Katholiken ein sehr hoher Feiertag, den wir auch durchaus feiern. Ich möchte nicht feiern sagen, aber ja, tatsächlich, alles steht still, wir kommen zur Besinnlichkeit und alles ist sehr ruhig an diesem Tag. Ja? So, zu Buche schlagen, meine lieben Selbstständigen, da wisst ihr ja direkt wahrscheinlich, was ich meine. Ne? Die meisten Selbstständigen müssen Buch führen. Sie müssen, wie möchte ich das am besten ausdrücken, dem Finanzamt und dem Fiskus darlegen, welche Finanzbewegungen und wirtschaftlichen Bewegungen ein Betrieb hat und macht. Jeweils täglich muss man das aufführen, für einen ganzen Rhythmus abgeben beim Steuerberater und das dem Fiskus auch zeigen, offenlegen, Zahlen offenlegen. Zu Buche schlagen ist davon eine Redewendung, die man sagt, wenn etwas in der Buchführung, zum Beispiel in der Buchführung zu Buche schlägt, sei es positiv oder negativ. Positiv, wenn man jetzt zum Beispiel einen guten Umsatz hatte, dann ist es gut, positiv zu Buche geschlagen. Wenn man jetzt aber merkt, das ist jetzt nicht so gut gelaufen und negativ gelaufen ist, dann ist das für die Buchführung oder auch zu Buche schlagen als negative Auffälligkeit zu verbuchen und natürlich auch zu sehen, ja, zu registrieren, so dass man sieht, das ist nicht so gut gelaufen. Das ist zu Buche schlagen. Eine Zahl, ein Gewinn, ein Verlust schlägt in die Buchführung negativ oder positiv ein. Zu Buche schlagen. Ja, so sagt man das auch noch. Ne? Das schlägt zu Buche. Genau, das schlägt negativ in meine Buchhaltung.
ganz genau, so ist es zu deuten. Ja? Dann haben wir hier unten, wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert. So, die lieben Leute, die jetzt jüngeren Datums sind, hätte ich bald gesagt, also um die 20 sind, die haben diese Währung ja fast gar nicht mehr mitgekriegt, ne? Den Pfennig, und ich meine nicht den Taler, weil den habe ich auch nicht mehr mitgekriegt, obwohl ich schon mehr als 50 bin. Ja? Aber den Pfennig haben diese Leute ja auch fast nicht mehr mitgekriegt, je nachdem wie jung oder wie alt ihr seid, die da sitzen und sich das anschauen. Ja? Wer den Pfennig, das war im Prinzip vor 2000 eine Währung, die wir hatten zu D-Mark-Zeiten. D-Mark war die größere Einheit dazu und der Pfennig war ungefähr dem gleichzustellen, dem Cent, den wir heute haben. Ja? Der Pfennig, der Groschen, aha, so, das ist nämlich genau das. Der Groschen war übrigens das 10-Pfennig-Stück. Wunderschön anzuschauen, hatte ich immer sehr gerne, weil irgendwie war die Münze mir, ich möchte bald sagen sympathisch, hört sich jetzt doof an, aber tatsächlich ja. Die war sehr schön von der Größe her, die sah sehr nett aus, war ein bisschen leicht gelblich, sehr schöne Münze damals, ja. Der Cent ist ja mehr rötlich und die war mehr gelblich, hat aber nur aufgrund des hergestellten Zustandes mit der Farbe auch zu tun, ist aber eine andere Sache. Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert. So, will sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel, oder ihr, liebe Freunde, hinter der Kamera, einen Cent auf der Straße findet und ihr geht unachtsam daran vorbei, dann kann ich älteren Datums sagen, wer den Cent nicht ehrt, ist des Euros nicht wert. Hätte ich das bald auf die heutige Zeit übersetzt. Ja? Wenn ihr euch nicht für den kleinen Cent bückt, dann seid ihr leider auch nicht des Euros wert. Das ist das, was diese Redewendung aussagen möchte. Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert. Der Taler war eine Währung, die wir noch zuvor hatten. Ja? Ganz böse weit zurück. Mittelalter. Ja, da haben die mit Talern gehandelt. Du gibst mir 2 Äpfel und ich gebe dir einen Taler. Ich weiß nicht, ob die Währung so war. Aber ja, also ob die Relation dazu so war, ob der Taler 2 Äpfel wert war, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Damit ich das auch weiß, habe ich nämlich ehrlich gesagt noch nicht recherchiert. Aber wenn das einer von euch schon weiß, liebe Freunde, schreibt es mir gerne unten rein. Ich bin für sowas immer offen und sehr, sehr interessiert. Finde ich richtig gut. Ja? Also, wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert. Ich denke, ihr habt verstanden, worauf ich hinaus will. Wer das Kleine nicht ehrt, ist für das Große, ja, derjenige ist es nicht wert, das Große zu bekommen, weil ihr das Kleine noch nicht mal geehrt habt, gesammelt habt, für euch behalten habt. Ja? Genau. So, hier drunter steht auch nochmal, wer den Cent nicht ehrt, ist den Groschen nicht wert. Das habe ich ehrlich gesagt auch in den 2000er Jahren gehört. Also ab 2000 bis jetzt hoch 2024. Habe ich immer mal wieder gehört, tatsächlich. Hat schon einer übersetzt anscheinend, ja? Genau, so, dann haben wir, viele Köche verderben den Brei. So, haben wir früher öfter gesagt. Meine Oma übrigens auch, die hat es auch immer gesagt. Lass das, ich kann das besser als du. Viele Köche verderben den Brei. Ich wollte ihr nur helfen als Kind. Aber sie wusste ganz genau, wie die Rezepte der alten Zeit wunderbar funktionierten. Und sie wusste in dem Augenblick, wenn ich ihr geholfen habe, ja, gerade als Kind, nun ja, mein Gott, habe ich dann Sachen hinzugefügt, die gar nicht aus ihrem Rezept waren. Und sie wusste überhaupt nicht, was ich nun da reingetan habe. Deswegen, viele Köche, sie und ich, oder auch in einer Großküche mehrere Köche, die ein und dasselbe Gericht machen. Jeder tut etwas dazu, was der andere unter Umständen gar nicht weiß. Das heißt dann so viel wie, viele Köche verderben den Brei. Also das Essen, die Suppe, den Brei, durchaus. Früher hat man etwas mehr Brei gegessen. Man hat auch diese Haferflocken als Brei sehr stark gegessen. Ja, tatsächlich, weil wir ja, wie soll man das sagen, manche Leute der früheren Zeit hatten weniger Geld. Ja?
Da hat man eben arme Leute Essen als Brei gemacht, schon mal ganz gerne, ja. Hauptsache, man hatte was Gesundes und Gutes im Bauch, so dass dieses warme, wohlige Gefühl im Bauch war. Daher Brei, ja. Viele Köche, viele Zubereiter eines Essens verderben den Brei, weil der eine nicht weiß, was der andere tut. Ja, hat man früher so gesagt. Heute ist das wohl nicht so, weil heute arbeitet man wohl so, dass immer der Koch oder die Beiköche das machen, was sie immer machen. Immer dasselbe, die gleiche Routine. Dann kann eigentlich kaum was schiefgehen, wenn alle einzelnen Routinen zu einem zusammengefügt wird. Das macht man wohl heute so, habe ich mitgekriegt, habe ich oft gehört. Ja? Also auch eine sehr schöne Redewendung, wie ich finde, der damaligen Zeit. Gefällt mir sehr gut. Jemanden auf die Hörner nehmen, habe ich auch mit reingenommen. Finde ich persönlich auch sehr gut. Ich lebe ja in Spanien, wie ihr lieben Freunde jetzt mittlerweile ja wisst. Ne? Auf die Hörner nehmen. So, da müssen wir nicht lange nachdenken, welches Tier denn Hörner hat. So, das macht man. Haben wir hier auch in dem Dokument. Wenn man sich mit jemandem einen Spaß erlaubt, ja, nimmt man den anderen zum Spaß auf die Hörner, weil man den mit listigen Wörtern des Spaßes, ja, es ist eigentlich alles spaßig motiviert. Es ist jetzt nicht bösartig motiviert. Es ist einfach nur spaßig motiviert, listige, clevere, schlaue Wörter in dem Spaß sagt dem Gegenüber, so dass man ihn ein bisschen, ich möchte bald sagen, mit Ironie auch ein bisschen überzeugt, dass man da jetzt gerade vielleicht etwas schlauer unterwegs ist als der andere. Und in der spaßigen Situation finde ich es auch für den anderen dann schon mal gerne auch lustig. So, ich habe hier unten allerdings auch geschrieben, da ich ja wie gesagt aus Spanien, jetzt mittlerweile in Spanien lebe, wie bei dem stolzen Matador, das sind unsere, hier, Toreros, die spanischen Stierkämpfer, die immer mit dem Tuch da durch die Gegend laufen und den Stier reizen, damit der da reinsticht. Genau, ja, überraschenderweise vom Stier auf die Hörner genommen wird und somit gedemütigt wird. Das heißt, das ist im Prinzip genau das Gleiche. Wenn der Matador mit dem Tuch da steht und wedelt und reizt den Stier und der Stier ist in dem Augenblick ein bisschen schneller, ich möchte, ja, vielleicht auch schlauer, ja, und es tut mir leid für den Matador, den auf die Hörner nimmt, dann ist der Matador in dem Fall auch gedemütigt, weil der jetzt gerade seinen Job nicht ganz richtig gemacht hat. Er war zu langsam. Das ist hier in Spanien eine Ansehenssache, deswegen ist das auch so, ja? Jemanden auf die Hörner nehmen, genau. So, auf der Hut sein. Wenn ich auf der Hut bin, besagt man oder besage ich mit einer Rede oder mit meinem Tun, dass ich vorsichtig bin, ja? Dass ich mich vorsehen werde für die nächste Aktion, die ich mache. Entweder habe ich daraus schon was gelernt, weil ich zuvor schon mal etwas falsch gemacht habe, dann bin ich danach auf der Hut. Ja? Damit bin ich dann auf der Hut. Auf der Hut sein ist eine Person, die sich vorsieht und das nicht nochmal macht. Wenn sie zum Beispiel weiß, aha, da könnte ein Fehler passieren, dann bin ich auf der Hut. Dann sehe ich mich vor. Das ist eigentlich schon alles, was diese kurze, kleine Redewendung auch sagen möchte. Manche Redewendungen kennt die Jugend vielleicht nicht mehr, möchte ich gar nicht sagen, weil die meisten Jugendlichen sind hier auch sehr hoch ausgebildet und wissen auch sehr gut um die alte Zeit, um die neue Zeit, was so geht und was so ist. Ich glaube, manchmal etwas unterschätzt. Deswegen möchte ich euch das, liebe Jugendlichen, gar nicht sagen, dass ihr das jetzt nicht wisst, sondern wie ich auch, könnt ihr auch lesen, unten drinne geschrieben habe, ja, dass ich kein Autor bin, kein Verfasser dieser Redewendungen bin ich nicht. Ich möchte euch einfach nur diese Redewendungen, die leider teilweise in Vergessenheit geraten, einfach nur noch mal ganz kurz erläutern und wieder zum Leben erwecken, wenn sie denn durch Nichtwissenheit, möchte ich gar nicht sagen, aber durch Vergessenheit, in Vergessenheit geraten sind, ja, damit sie nicht sterben.
Die Redewendungen sind so ein wunderschöner Teil der deutschen Sprache. Liebe Freunde, lernt weiter, sprecht die deutsche Sprache, sie ist wunderschön. Ja? So, das war es heute zu diesem Video. Meine lieben Freunde, ich freue mich immer wieder, wenn ihr meine Videos anschaut. Wenn euch mein Video auch wieder gefallen hat, dann lasst mir ein Like da. Ja? Schreibt mir gerne Kommentare unten rein, was ihr für Redewendungen noch habt. Ich werde auch sehr erfreut sein, wenn ihr mir Redewendungen von euch da reinschreibt. Wenn ihr das nicht schafft, in der deutschen Sprache eine Redewendung, einen Kommentar zu verfassen und den unten reinzuschreiben, das ist überhaupt nicht schlimm, kann ich euch sagen. Schreibt es bitte, einen lieben Kommentar in eurer Sprache da rein. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ich spreche mittlerweile 3 Sprachen. Das wäre Deutsch, Spanisch und Englisch. Das dürft ihr mir gerne in diesen 3 Sprachen verfassen. Im Übrigen, zum Schluss, bin ich in der Lage, den Google-Übersetzer auch zu benutzen. Falls ihr jetzt eine Sprache sprecht, die ich nicht kann. Chinesisch kann ich leider nicht. Japanisch kann ich leider auch nicht. Ich kann auch ganz ehrlich keine französische Sprache, wobei die wunderschön klingen, die Sprachen alle. Ich kann leider auch keine türkische Sprache. Ja? Kann ich leider alles nicht. Das macht aber nichts. Ihr dürft trotzdem gerne Kommentare reinschreiben, weil ich den Google-Übersetzer benutzen kann. Ja, meine lieben Freunde? Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Ansehen des Videos. Ja, lasst mir ein Like da, abonniert meinen Kanal. Ich freue mich immer wieder, wenn ich euch wiedersehe. Macht's gut, ihr Lieben.